Hey, ich bin's Pinky. Zu diesem Server-Reset ging die Schatzprägung wieder los, was übrigens eine sehr interessante Übersetzung von Treasure Minting ist. Entweder habe ich keine Ahnung, was Treasure Minting heißt oder Schatzprägung, weiß ich nicht, klingt einfach nur ein bisschen komisch. Jedenfalls ist das Ganze ein bisschen aufgebaut oder ziemlich genau aufgebaut, wie man normalerweise so einen einarmigen Banditen, Slotmaschine etc. erwarten würde. Ihr habt hier einen Hebel zum Ziehen, den ich leider im Moment nicht ziehen kann, weil ich nicht genug Prägungsschriftrollen habe und auch aktuell nicht vorhabe, welche zu kaufen. Ich kann einfach einmal kaufen zum Vorführen. Ihr zieht das Ganze hier runter. Und dann, hey, wie bekannt, läuft das Ganze hier durch. Ihr braucht verschiedenste Kombinationen. Die könnt ihr wiederum hier oben auf dem Fragezeichen sehen. Es gibt einmal eine normale Prägung, so ziemlich wie im Schiff. Also wenn ihr Schiffchen fahrt, es gibt eine normale Route und eine exotische oder in dem Fall halt luxuriöse Prägung. Hier seht ihr, was welche Kombination euch an Punkten bringt. Vom Prinzip her gibt es immer lineare, also in einer Linie oder nicht lineare, schräg übereinander Kombinationen. Die luxuriöse Prägung kostet das 10-fache, gibt euch auch die 10-fachen Rewards. Trotzdem behaupte ich, wenn ihr keinen Jackpot gewinnt, dann lohnt sich die normale einfach mehr, weil eben auch eure Nullrunden 10-mal so teuer sind. Prinzipiell könnt ihr für die verschiedenen Punkte hier dann unterschiedliche Dinge kaufen. Das wiederum geht hier im Laden. Dabei ist als erstes, glaube ich, sticht heraus der flammende Thron-Coupon. Das ist der beste SS-Caster-Skin, zumindest meiner Meinung nach. Der ganz große Vorteil ist 30% Schaden der aktiven Armeekommandanten, was im Prinzip einfach heißt, eure Commander-Angriffe machen plus 30% Schaden. Ihr macht ja 260, das Ganze geht von 260 auf 290, sofern eure Commander 3 oder 4 Sterne sind. Das sind natürlich dann keine kompletten 30%, sondern eben ein bisschen weniger. Ich würde davon ausgehen, so 13 bis 16, aber hey, ich rechne das gleich nach und blende das ein. Dann habt ihr 20% Total Attack Reduction, also Gesamtangriffsreduzierung und einen 5% Armeeangriff-Buff für eure Nachbarn. Das Ganze mit einem Besitzbonus, 10% Gesamtverteidigung und für Rally-Tanks, also Leute, die eben kein Zero-Caster spielen, 500.000 mehr Verteidigungstruppen. Sehr, sehr praktisch. Dann gibt es Bücher für diejenigen, die noch keine T5 haben. Wie ihr vielleicht unten seht, ich habe ein paar Münzen zusammen vom letzten Mal. Hatte mir eigentlich vorgenommen, ich werde das jetzt jedes Mal dann alle meine schwarzen Diamanten da reinhauen, mich langsam zu dem Castle hier vorarbeiten. Ich habe mir allerdings zwischendurch überlegt, dass die ganzen, ich nenne das mal SS-Inhalte des Spiels für mich einfach zu teuer sind und ich die Sachen deswegen erstmal umgehen werde. Das heißt, ich werde dieses Mal einfach meine Punkte komplett ausgeben, das Ganze in Bücher tauschen, meine T4 ein bisschen voranbringen. Das soll es dann für mich erstmal sein. Ansonsten gibt es hier die Gutscheine, die sind sehr, sehr gut. Ich will euch jetzt gleich zeigen. Der Vorteil hier ist, es ist ein minus 50 schwarze Diamanten-Coupon. Klingt erstmal langweilig, allerdings sorgt er dafür, dass bis zu 50 schwarze Diamanten vom Kauf abgezogen werden können. Das heißt, wenn ihr einen 50 schwarzen Diamanten-Coupon kaufen könnt und dann in den Shop geht, kostet das Ganze nur schwarze Diamanten. Warum das ganz cool ist, dazu will ich gleich kommen. Dasselbe gibt es hier einmal mit 100 und 200. Dann gibt es hier veredeltes Erz, würde ich nicht kaufen. Prestige-Banner, würde ich auch nicht kaufen, ehrlicherweise. Freundschaftstruhen ist, glaube ich, für Accounts, die sehr, sehr weit sind, Maxed-Accounts etc., weil die Taverne ist einfach ein schwarzes Loch. Super Sache, für normale Leute wahrscheinlich auch nicht. Wertsherzen, nein. Und die 3 Sachen hier für die 3 Gebäude, tut es nicht. Kauft euch die lieber mit normalen Diamanten. Ansonsten könnt ihr hier theoretisch eure Gier noch fertig machen. Auch da muss ich aber sagen, es tut halt mehr Sinn, wenn ihr die Rebellen normal angreift. Das geht vielleicht auch für die Bücher. Ich könnte normalerweise einfach warten. Ich kann ungefähr 400 und ein paar gequetschte Bücher kaufen, glaube ich. Ja, fast 500. Aber wie gesagt, ich möchte Punkte ausgeben, weil ich keine Lust mehr habe, auf das Castle zu warten und ich eben auch keine Lust mehr habe, nachzuladen, um Punkte zusammenzukriegen. Die Punkte könnt ihr bekommen mit einem Freidreh. Den gibt also Freidreh in Anführungsstrichen, aber einen Free-to-Play-Dreh, den kriegt ihr für 4000 blaue Diamanten. Den würde ich auf jeden Fall kaufen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich kenne ein paar Spieler, die mit ihrem einfachen normalen Dreh den einfachen normalen Jackpot gewonnen haben, was dann eben 100.000 oder 120.000 oder ihr seht es hier unten. Damit könnt ihr eben das hier kaufen, den hier kaufen, den hier kaufen. Nehmen wir an, ihr seid Free-to-Play. Ihr habt noch nie irgendwas an Commander gekauft. Hey, dann könnt ihr jetzt euren Lieblingscommander
anlocken oder sonst irgendwas damit machen. Und hey, auch wenn die Chance gering ist, finde ich einfach 4000 Diamanten sind das Ganze wert. Ihr könnt für 800 Golddrachen, also erspielte Währung, euch einen neuen Dreh kaufen. Das habe ich ein paar Mal gemacht beim letzten Mal. Das hat sich allerdings nie gelohnt. Ich würde sagen, im Schnitt habe ich immer so 20 bis 25% von dem, was ich eingesetzt habe, verloren. Wenn ihr natürlich einen Jackpot gewinnt, am besten noch einen legendären, ist das Ganze wieder worth it. Und ihr könnt einen Dreh für 5 schwarze Diamanten kaufen. Was denn eben heißt, mit der normalen Route, die meiner Meinung nach die etwas sicherere ist, und wenn ihr keinen Jackpot auf der legendären gewinnt, auch die günstigere, werdet ihr das Castle so mit 8.000 bis 12.000 schwarzen Diamanten erreichen. Das ist für mich einfach zu viel. Ihr seht oben rechts, ich habe 219 und das über ein paar Monate zu erreichen, hey, mit 219 komme ich den Ganzen nicht mal nahe. Und ich glaube, das Event kommt so alle 2 bis 3 Monate, wenn ich mich nicht komplett vertue. Dann gibt es auch hier natürlich immer wieder so ein, ich könnte jetzt noch einen dritten Versuch kaufen, dann kriege ich nochmal einen umsonst. Aber wie gesagt, da ich im Normalfall so 20% verloren habe und auf eine einzelne Dreh alles komplett random ist, mache ich nicht. Wie gesagt, was ich euch noch zeigen wollte, ist das hier. Ihr kauft den für 50 schwarze Diamanten. Ich habe das vorhin schon mal ausgerechnet. Das ist sowieso günstiger, als die Bücher einzeln zu kaufen, denn ein Buch kostet 670. 10 Bücher sind das 6700. Wenn ich den jetzt kaufe, das Ganze hier schließe, in den Shop gehe, auf die Bücher scrolle, dann seht ihr, die Bücher kosten 0 schwarze Diamanten. Ihr habt gespart 50 schwarze Diamanten. Wenn ihr Free-to-Play seid, kauft euch lieber, kann kein Commander kaufen, aber normalerweise könnt ihr Theon, Miranda, irgendwas hier kaufen. Kauft euch lieber einen Commander oder sonst irgendwas, das ihr normalerweise nicht Free-to-Play kriegt. Aber, wie ihr seht, zack, für 0 gekauft. Jetzt könnte ich zum Beispiel für 200, das können wir auch eben kurz nachrechnen, in dem Treasure Hunting, der Münzprägung, kann ich ein Buch für 670 kaufen. 45 Bücher kosten 30.150. Der 200 schwarze Diamanten-Coupon kostet 32.000. Das heißt, hier ist auf jeden Fall für mich günstiger, die Bücher in Anführungsstrichen ganz normal zu kaufen. Wenn ihr ein SS Castle wollt, ist das hier meiner Meinung nach neben dem 30.000 Army Size aktuell das Beste. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück und denkt dran, ne? Glücksspiel und so.